ist okay. Ist okay, aber jetzt kein Banger. So ein Kann man ahnen. Ja. Kostet 150 €, Alter. Ich ahnbar. muss ja so ploppen, dass mein Trommelfell platzt. Was geht ab? Wir sind wieder back, als hätten wir was vergessen. Heute mal wieder mit einem Japanischen am Start. Ja, komplett mit einem Japanischen am Start. Mit dem Japaner am Start. Mit dem Japaner. Komplett. Ja. Mit Ichiro's Malt. Oh, von Chichibu. Und Hanyu. Ja, okay. So sieht's aus. Also 2004 ein prägendes Jahr. Die Hanyu-Brennerei wurde geschlossen und die Chichibu wurde eröffnet. Und beides haben wir hier stehen. ja, Mann, 2008 das erste Mal gebrannt. Von Ichiro, sag ich mal. Sein Großvater hat die Hanyu-Brennerei gehört. Ihr kennt bestimmt die Abfüllung mit. Aber sein Vater hat gebrannt. Ja, Also sein Großvater hat Ja. sie eröffnet, sein Vater hat aber gebrannt. Fakten. Und ihr kennt bestimmt die Kartenserie, die da rauskam von Hanyu, wo, was weiß ich, was, geisteskranke Preise, aber es schmeckt bestimmt auch geisteskrank. Ja, Da und sie haben vor allem nicht lange gebrannt. Also sie haben ja nur Genau, richtig, 20 Jahre ja. gebrannt, also so viel Whisky gibt es ja gar nicht. Fakten. Und davon ist hier was drinnen. Zwar nur ein kleiner Anteil, also der Großteil wird relativ jung sein auch, also aus der Chichibu-Brennerei. Safe. Aber selbst der junge Brand sozusagen aus dieser Brennerei holt richtig ab. Dermaßen, wär's. Alter. Ja. Chichibu ist aber auch einfach eine fette Brennerei. Also die brennen extrem wenig eigentlich, aber das, was sie machen, legen Also- Wert auf Qualität. Ja. Übelst. Wächst. Qualität vor Quantität und das Ganz lieb Fakten. ich. Also Sie- brennen unter 100.000 Liter im Jahr und beziehen ihr Malz, eigentlich die Gerste, aus Schottland, aus England, teilweise sogar aus Deutschland und melzen auch 15% selber. Wollen auch und wollen auch viel- immer genau, mehr selber genau, melzen. richtig. Ja. Und wo haben sie es gelernt? Bei Balvenie. Also viele Fakten. Mitarbeiter der Chichibu-Brennerei waren zu Besuch bei Balvenie, haben dort vom Besten seines Faches gelernt. Ja, Der Will Echt Stewart. so. Ja, ohne Witz. Ja, von dem her kann es eigentlich nicht Das schief kann gehen. nur fett kann geil nur sein. geil Mann. sein, Wo, ja. wo würde ich wollen zu lernen? Ja. Ja. Auf jeden Fall bei Balvenie. Ja. Oder bei Berlinderloch, aber das ist ein Ja. anderes Thema. Es Hanyu geil sein, Alter. Facts. Also noch ganz kurz auf die Bottle. Wir haben einen Preis von um die 150 €, keine Altersangabe im Pure Malt. Pure Malt wird im Japanischen gern verwendet für den Blended Malt Whisky. Pure Malt aus 2 überfetten Brennereien. Ja. Wir sind gespannt, Fassreifungen haben wir von von der Chichibu Brennerei haben wir in einer japanischen Weißeiche, das heißt wir haben Mitsunara Eiche komplett am Start, Ja. wie so ein Vierer Bob, wenn wir drin sitzen. Fakten Und von der Hanyu Brennerei haben wir einen fucking Sherry Hogshead, Alter. Geil. Aber ich wahrscheinlich auch verteilt auf ein einzelnes Hogshead, Ja. vermute ich, weil da kam nicht so viel rein, würde ich jetzt blind schon mal Sonst sagen. wäre noch teurer. Genau, wahrscheinlich. richtig. Ja. Und ja, Farbstoff wurde keiner hinzugefügt. Gott sei Dank. Aber Also das eben- machen sie grundsätzlich nicht. Ja. Genauso wie Sehr keine Kältefiltration. Und die 46%, die wir hier haben, ist auch grundsätzlich das Minimum bei Chichibu. Genau. Die machen einfach jeden Top. Scheiß richtig. Die Ja. haben auch Damage Ja. Warehouses, Alter. Geil. Was geht bei denen ab, man? So muss Verdammter Scheißfilm. Ihr müsst euch das schöne Etikett mal genauer anschauen. Deshalb natürlich wie immer der beste Whisky-Porn in der YouTube-Szene. Bam. Damn, Mann. Zurückgeholt wie eine Angel. Und ich hoffe, dass die Nase jetzt noch geiler sein wird als der Porn. Ja. Wird sehr schwer. Aber das wird schön. Ja, ohne Der Witz, Duft, Alter. der hier schon im Raum liegt, ist so krass. Ja. Ja, braucht ein bisschen Zeit, Alter. Aber der ist schon ein Brett, jetzt schon. Ja, Aber im ersten Moment kommt für mich erstmal eine ganze Ladung Alkohol. ja genau. Ja, genau. Ja. Und dann kommt eine übelste Vanille, Alter. Ja, genau. Sowas auf jeden Fall so richtig. Aber so geht es mir fast auch. Ja. Also ich habe echt, Ja. der brennt ganz gut in der Nase. Aber ich gehe nach dem Alkohol oder hinter dem Alkohol. Oder was ist das denn? Das ist der beste Alkoholcheck. Ja. Also, das Ja. ist auch so, weißt du, habe ich live Ja. miterlebt. Als Doug bei der Polizei gearbeitet hat, bei Alkoholkontrollen haben sie immer einen Duck am Hals riechen lassen. Von einer. Und wenn er gehustet hat, war es zu Zu viel. viel. So was. Direkt Führerschein weggenommen. Aber was für eine süße Nase. Ja, Also vor allem die Vanille, ja, mit bisschen. Aber erst nach dem. Vanille, Apfel, Eiche. Aber auch finde ich. Rosinen, Alter. Und vor allem finde ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sherry Hogshead Fässer
Es können nicht viele gewesen sein, weil also in der Nase habe ich auf jeden Fall schon mal gar keinen Einfluss von Sherry. Ja, da ist das dran. Also, allein von dem Alkohol merkst du auch, das ist einfach ganz junger Chichibu Whisky. Aber ich finde, auch die Eiche riecht man raus. Ja, das Geile finde ich halt auch diesen älteren Einfluss. Muss ja von der Hanyu-Brennerei kommen. Also, dass die metallische Schärfe fehlt, meinst Genau. du? Ja, genau. Also, ja, genau. Es ist ja an für sich von Chichibu ein jüngerer Whisky, aber von Hanyu kommen die etwas älteren Fässer rein. Das hat natürlich schon eine gewisse Auswirkung. Deshalb auch die angenehme Eichennote, die ich da Ich finde auch mit der Zeit jetzt, dass die Alkoholpenetrant ein bisschen verschwindet. Die geht gut zurück und vor allem so eine bärige Note kommt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und ich habe so eine süße Honignote. Ja, so süße richtig Honig. geile So- Honignote. Also eine Blaubeer-Traubenzucker oder sowas. Ah ja, der für mich- Zucker. Ja. Heute war der Alkohol kurz da und ich habe fast gedacht, ich glaube um. Ja, manchmal sticht das schon auch übelst rein. Aber ja, schon geil. Also auch wie jetzt bei Hakusho und was wir so hatten. Sobald du dieses Mitsunara-Fass irgendwie dabei hast, ja, das bringt nochmal Noten hervor, Die die, hast man du- einfach nicht kennt. Ja, vor allem zusammenfassend, Eiche, extreme Süße, egal ob Vanille, Gummibärchen, Honig. Puderzucker, Honig, Ja. das ist alles drinnen. Ja. Aber alles einspurig, also nicht so komplex. Nee, Ja. genau. Nee, in der Nase finde Genau. genau. Aber Deswegen Ja, würde ich sagen. auf jeden Fall probieren exponential, jetzt. Alter. So. Dabei! wow, Alter. Alter Schwede. Ja, vor allem, Was also ist der, das? Der Mund stellt die Nase sowas von den Schatten. Aber komplett, also Alter. vor allem als allererstes habe ich so wie so einen grünen Apfelring oder so, nimm 2, aber nur nimm 1, aber dann so in grün. Ja. Ja, aber Das mit Geilste Honig, ist aber doch, süßer. das Ja. Geilste ja, mit ist doch Honig eigentlich- ummantelt, ja. Ja. Das Geilste ist doch eigentlich, dass erstmal diese. Bei der Nase holt dich mal nur der Alkohol ab am Anfang. Wo ist der hin? Ich finde den übelst schön. Ich habe den nur durch so eine krasse Wärme Ja, genau. im ganzen Rachen-Mundbereich. Also brennt eigentlich sonst überhaupt nicht, gar sondern nicht. nur wird übel warm und Also, voll weich im Mund. Also, Also richtig auch, geil. auch hier jetzt nicht diese metallische Schärfe, die ist überall, halt ja. nicht vorhanden. Ja, das Ähm, ist so. und halt auch tatsächlich auch wieder Eiche. Also Ja. ich habe da echt, also es, ja, von manchen 30-jährigen Whiskys kennt man es, diese extrem schöne, perfekt passende Eiche. So ist jetzt natürlich nicht, aber es geht in die Richtung, genau, gell? genau, Ja. es geht schon. Das ist so eine vanillige, cremige Note, die zwischen Eiche und Vanille schwankt, Ja. finde ich. Und die Vanille ist jetzt nicht eine Vanille, die man so aus dem Birkenfass kennt. zum Nee. Beispiel. Nee, Nee. aber das krasseste finde ich eigentlich, das hast du ganz am Anfang gesagt, dieses Gummibärchen. Ja. Ich finde, der schmeckt einfach wie saure Apfelringe, die grünen sauren Apfelringe, aber ohne die Säure. Ja, ja, Also sag mit- es genau so. Mit der kompletten, also keine Ahnung, ummantelt mit Honig Ja, und das übelst gut. süß und nicht sauer. Aber so in der Art. Aber von den Sherryfässern hast du echt wenig. Ja, in der Nase kam es dann ganz spät als Beeren. fand Ja, ich ein oder, bisschen. und eine leichte Kräutrigkeit fand ich. Und jetzt vielleicht im Abgang eine ganz leichte Vollmilchschokolade, aber wirklich, wenn überhaupt. Ja, die Cremigkeit Das ist ist harmoniert. genau. Ja, das Aber das kann ist gut echt sein. Ja. Hauptsache. Ja, gut, es ist halt so ein bisschen Marketing einfach, Ja. weil von Hanyu selber, wenn da viel drin wäre, würde er nicht 150 kosten, sondern 1500. Also Facts. Die wichtigste Frage. Ja, die allerwichtigste Frage, Ja. und das machen wir jetzt mal ganz anders. Weil man sagt immer, viele heulen rum, deutschen Whisky dürfen wir nicht mit schottischen vergleichen und so weiter. Jetzt vergleichen wir Japaner auch nicht mit den schottischen, weil wenn ich sag, ein schottischer Whisky 150 € und ich krieg einen ohne Alter geblendet, würde Ja. ich mich sofort auf der Straße, sage ich jetzt lieber nicht, Mit den Eckdaten. genau direkt mit so, den ja. Eckdaten. Aber bei einem Japaner, der eine ganz kleine Produktion fährt, eine ganz qualitative, hochwertige, mit Ja. jedem Schritt kontrolliert wird. Und vor allem auch die Brennerei gegründet, bevor der Whisky-Boom kam aus Ja, Japan. genau. Also nicht einfach kurz eine Brennerei hingestellt, weil Ja. jetzt der Boom gerade kommt, sondern einfach Ja. davor schon, weil man auf Qualität setzen möchte. Genau, richtig. Und die Brennerei auch noch extrem wenig produziert. Genau. Ja. Für mich ist er allein deshalb, also erstmal muss ich sagen, so wie du gerade eben das mit dem deutschen Whisky und dem, ich habe direkt ein Bild vor Augen. Nee, 150 € für einen Japaner. Im Anfang in der Nase habe ich gedacht, boah, ey, nee, komplex ist er gar nicht, der holt mich gar nicht, ist einfach nur Alkohol. 150 € gebe ich nicht aus, aber im Geschmack, Ja. Alter, holt er mich ab. Ja. Und ich denke mir nur so, Wir machen- damn, was ist da denn Wir los? machen jetzt mal einen geilen Vergleich. Wenn jetzt ein Hakushu 12 oder Yamazaki 12, die jetzt so langsam bei Fliegenden Holländer zum Beispiel auf 220 losgehen, Ja. Ja. Alter,
Dann vergleich's mal damit. Dann kannst du sagen, 150 geht in Ordnung, Genau. weil einfach die 100, 220 schon viel zu viel Also sind. man muss ja schon schauen, die japanischen Malls vor allem, Ja. die sind ja unfassbar teuer. Das Übelst. 200 € ist ja echt noch ein Schnäppchen fast. Ja, Ja. ist Alles echt andere wird noch teurer. Die Crane Whiskys bekommt man für unter 100, aber die will ja auch keiner. Ja. Und gut, das ist jetzt natürlich ein Double Distillers, also ein Pure Malt Whisky, aber immerhin Malt. Geschmacklich finde ich ihn natürlich extrem top. Ja, geschmacklich top für den Käufer, der schaut, dass er für seine Leistung viel Geld kriegt. Der muss halt in Schottland bleiben, da ist das nichts. Also mich hat er auch übelst abgeholt. Eher nicht so wie die Deutsche Bahn mit 9-Euro-Ticket, sondern eher wie so eine japanische Schwebebahn. Ja, Wo du dann noch von so einem Officer reingepresst so. Ja. Aber auf jeden Fall pünktlich. Ohne Witz. Ja. Nee, gut, deswegen Genau. im Sale kann man es sofort empfehlen, würde ich Absolut. sagen. Ja. Und 150 €, die wo unser Schema mitgehen konnten, werden es verstehen, würden wahrscheinlich sogar sagen, ist okay. Ja. Würde ich mir mal zum Geburtstag schenken lassen. So in der Art. Also, Also, bis Wiederschauen. zum nächsten Mal. reingehauen.